Wir trotzten Feuer und Völker, verloren Recken und Freunde, während ihr keinen Finger krümmet, weder für uns noch für Etzel. Ihr wollt den Helden Rüdiger? Er liegt hier im Haus, kalt und rot. Verschafft euch doch den Zutritt, denn etwas Bewegung tue euch gut. Fiedelspieler, Seitenreißer, behaltet den Spott für euch. Eure üblen Taten wiegen schwerer als jedes heiße Wort. Bezahlt hätt ihr schon lange, wenn's ging nach meiner Lust. Doch Dietrich schwor euch Hand auf und nicht geballte Faust. Ach, der Berner hält nur Treue, während hier alles brennt und flennt? Und ihr wollt das auch glauben, weil's keiner von euch erkennt? Den Markgraf zu erlangen, ganz ohne Wund und Blut? Ihr macht euch doch was vor. Euch Helden fehlt der Mut. Es reicht, du Possenreißer! Willst du's nicht lassen sein? Die Fiedel werd ich holen, getränkt in Blute dein. Die Saiten werden spannen, wie du meine Geduld. Kein Glück wirst du erlangen, Gott weiß, dich trifft die Schuld. Ist das so? Na dann komm, hol mich! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern. Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, in der letzten Folge hatten wir erfahren, wie Rüdiger gestorben ist. Und in derselben Art, im selben Drama geht es jetzt auch weiter. 37 ist das Abenteuer, wie Dietrichs Recken alle erschlagen wurden. O wehe dieser Stille, rief laut die Königin, du weilst mir allzu lange, Herr Rüdiger, da drin. Du willst wohl die Burgunden heimbringen unversehrt, die wenig Not erlitten von deinem scharfen Schwert. Was hilft's nun mich und Etzel, dass wir dir Gut und Gold gegeben, weh du Falscher, bist unsern Feinden hold. Statt uns zu rächen bist du zur Sühne wohl bereit, da gab ihr Volker Antwort, im Wort schnell wie im Streit. Nicht also ist es leider, wie edles Königs Weib, dürft einer Lüge zeihen, ich euren edlen Leib. So spräche ich, gelogen, habt ihr dem Teufel gleich, der Graf von Bechelaren ist hoher Ehren reich. So willig tat er alles, was Etzel ihm gebot, dass er und sein Gesinde im Saal jetzt liegen tot. Nun seht euch um, Frau Kriemhild, wer so euch Treue hält, euch diente bis zum Tode, Herrn Rüdiger, der Held. Und wollt ihr es nicht glauben, könnt ihr es selber schauen, da trugen sie den Grafen, das Kriemhild mit den Frauen, und Etzel den Erschlagnen in seinen Wunden sah, dem König und den Heunen nie größer Leid geschah. Es war die ganze Hofburg von Klagen übervoll, wie Wunder Löwenstimme der Weheruf erscholl. Es hallten von den Weinen die Türme und der Saal, da hört ein Amme Lunge das Jammern auch zumal.
Helfrich der Degen einer, des Dieterichs von Bern, der kündete die Meere gar eilig seinem Herrn. Er sprach zum edlen Fürsten: Vernehmt, Herr Dieterich, was ich auch je erlebte, so stark und jämmerlich, hört ich noch niemals klagen, gewiss ist eines Tod, der König oder Kriemhild, sonst wär nicht solche Not. Da rief der Neffe Hildbrands: Held Wolfhart, lasst mich gehen, ich werde schnell erkunden, was Schlimmes wohl geschehen, und will euch dann berichten, viel lieber, Herre mein, wenn ich es dort vernommen, was es wohl möge sein. Wenn man wie euch, sprach Dietrich, gar leicht im Zorne sieht, von dem oftmals das Fragen zu Ungefüg geschieht, und solches kränkt den Gästen, den Stolzen dort, den Mut, drum will ich nicht, Herr Wolfhart, dass ihr die Botschaft tut. Da bat den edlen Helfrich, der König, es zu tun, dass er, sei's bei Herrn Etzel, sei's bei Herrn Gunther nun, genau erkunden möge, was Schlimmes denn geschehen, bald sah man zu Herrn Dietrich zurück den Boten gehen. In Tränen sprach Herr Helfrich: Zum Klagen gibt es Grund, Herr Rüdger ward erschlagen von denen aus Burgund. Da sprach der Held von Berne: Das wolle nimmer Gott, zu starke Rache wär es und grimmer Teufels Spott. Wie hätte auch der Markgraf verdient sich solchen Sold, stets war er ja, ich weiß es, den Heimatlosen hold. Herr Dietrich saß am Fenster, ihm war das Herz so schwer, die schlimme Meere konnt er verwinden nimmermehr. Er bat Herrn Hildebranden, zum Saale hinzugehen, in Wahrheit zu erforschen, ob solches Leid geschehen. Der sturmeskühne Recke, der Meister Hildebrand, nicht Schild und nicht Gewaffen trug er in seiner Hand, erwähnte das am besten, er so zum Saale ging, doch von dem Schwesterkinde er Schelte Drop empfing. Es sprach der grimme Wolfhart: Wollt ihr so wehrlos gehen, so wird es ohne Schaden wohl nimmer mehr geschehen. Mit Schmach und Schande senden die dort euch wieder her, das könnt ihr euch ersparen, kommt ihr mit Schwert und Speer. Da waffnete der Weise sich nach des Toren Rat, und mit ihm standen plötzlich bereit zur Waffentat die Recken Dietrichs alle, die Schwerter in der Hand. Gar leid war es dem Alten, und gern hätt er's gewandt. Er frug, wohin sie wollten: Wir wollen mit euch gehen, obwohl vom Tronje Hagen es jetzt auch wird geschehen, dass er voll Spottes redet, wie er zuweilen pflegt. Das wird ihm heut, rief Wolfhart, von uns gar schnell gelegt. Gar bald stand vor dem Saale der Meister Hildebrand. Er setzte vor die Füße den schweren Schildesrand und sprach: Es heißt, Herr Dietrich, von Rüdiger Bescheid, wir können ob des Freundes verwinden nicht das Leid. Da sprach von Tronje Hagen: War ist die schlimme Meer, so gern ich euchs auch gönnte, dass sie erlogen wär. Ich wollt, der Markgraf wäre, statt tot allhier gesund, ihn werden stets beweinen, die Degen von Burgund. Als sie vernommen hatten des edlen Grafen Tod, beklagten es die Helden, wie Treue es gebot. Man sah den Dietrichs Mannen die Tränen niedergehen, hell über Bart und Wangen, ob den, was hier geschehen. Vor Seufzen mochte weiter nicht fragen Hildebrand. Er sprach: Ihr kühnen Degen aus dem Burgundenland, gebt uns den toten Grafen heraus aus eurem Saal. Mit ihm hat unsere Freude erlitten bösen Fall. Lasst uns es ihm vergelten, dass er da einst getan, an uns so große Treue und an manch fremden Mann. Landfremd sind wir ja selber, gleich wie Herr Rüdiger. Lasst uns nicht lange harren und gebt den Toten her. Drauf sprach der König Gunther: Es ist kein Dienst so gut, als den ein Freund dem Freunde nach seinem Tode tut. Ihr lohnet nach Verdienste ihm, der euch wohlgetan,
der hat die echte Treue, wer solches leisten kann. Wie lange sollen wir flehen, rief Grimm vor Ungeduld. Herr Wolfhart, unser Tröster, liegt tot durch eure Schuld. Ihr ließt, solang er lebte, nicht von dem Edlen ab, so lasst uns doch den Toten hintragen in das Grab. Da gab ihn Volker Antwort, niemand trägt ihn heraus, holt nur den Helden selber, er liegt da drin im Haus, mit tiefen Herzenswunden in seinen roten Blut, dann erst sind's volle Dienste, die ihr dem Grafen tut. Drauf rief der kühne Wolfhart, Gott weiß, Herr Fiedelmann, ihr braucht uns nicht zu reizen, der Übles uns getan. Dürft ich vor meinem Herren, so kämt ihr bald in Not, doch müssen wir es lassen, weil er den Streit verbot. Da obsprach spottend Volker, der fürchtet sich zu viel, der, wenn man eins verbietet, gleich alles lassen will. Das kann ich nimmer heißen, den rechten Heldenmut. Die Rede des Genossen, die deuchte Hagen gut. Wollt ihr den Spott nicht lassen, rief drohend Wolfhart drein, verstimm ich euch die Seiten, dass ihr noch an dem Rhein, wenn je ihr heimwarts reitet, drop klagen sollt genug, den Übermut, Herr Fiedler, zu lang ich schon ertrug. Da lachte Volker grimmig, wenn ihr die Seiten mein, verstimmt in ihrem Tone, sollt eures Helmes Schein gar trüb und düster werden, allhier von meiner Hand, eh ich aus Reiten denke in das Burgundenland. Da wollt er auf den Fiedler, doch Meister Hildebrand, sein Oheim hielt den Grimmen zurück mit starker Hand. Ich glaube fast, du wütest in deinen dummen Zorn, da hätten Dietrichs Gnade für immer wir verloren. Lasst los den Leunenmeister, er ist gar grimmiglich, rief Volker, springt der Tolle in seiner Wut auf mich, so treff ich ihn und hätt er zerhauen die ganze Welt, dass er sein Widerreden für immerdar wohl hält. Ob dieses Worts ergrimmte den Bernern all der Mut, den Erdschalz zückte Wolfhart, der Degen schnell und gut, gleich einem wilden Leuen lief allen er voran, es folgten seine Freunde dem ungestümen Mann. In weiten Sätzen sprang er bis vor des Saales Wand, und treulich ihm zur Seite der alte Hildebrand. Nicht mochte hinten bleiben der Meister bei dem Streit, es fanden, was sie suchten, die Degen kampfbereit. Auf Volker sprang Herr Wolfhart mit schwertbewehrter Hand und schlug den Spiegelspieler auf seines Helmes Rand, dass seines Schwertes Schneide tief in die Spangen drang, doch auch von Volkers Schlägen manch roter Funken sprang. Auf Hagen aber stürmte der Meister Hildebrand, bald hörte Schwerter klingen man da von ihrer Hand. Sie waren sehr im Zorne, das zeigte sich geschwind, es fuhr aus ihren Klingen ein feuerroter Wind. Herr Gunther auch, der König, mit wilker Hand empfing von kühnen Amelungen, wer streitend zu ihm ging. Und Geiselher, der färbte gar manchen Degen gut, den Helm und auch die Brünne mit dunkelrotem Blut. Doch bald schied Wirt Gedränge, vom Einzelkampf die Herrn. Auf die Burgunden warfen die Mannen sich von Bern. Es focht, als ob er wüte, Wolfhart mit grimmer Hand. Und viele Recken sanken dahin durch Hildebrand, zum Tod getroffen nieder in ihrem roten Blut. So rächten Rüdigeren die Degen kühn und gut. Da focht auch Herzog Siegstab, Herrn Dietrichs Schwester Sohn. Es konnt Herr Dietrich selber im Kampf nicht grimmer drohen. Als nun der starke Volker im Streitgewühl ersah, wie Siegestab der Kühne aus harten Brünnen da, die blut'gen Bäche lockte, stieg Herbert Zorn ihm auf, wild sprang er ihm entgegen und hielt den Siegeslauf. Ihm auf in schlimmer Weise mit seinem Fiedelspiel, dass von dem Geigenschlage er tot zu Boden fiel. O weh des teuren Herren,
rief Meister Hildebrand, den uns allhier erschlagen des grimmen Volkers Hand. Nun soll auch nimmer leben der Spielmann von dem Rhein. Es konnt der alte Meister gar grimm im Zorne sein. Er schlug so wild auf Volker, das Spangen dem und band, in Splittern hoch aufstoben bis zu des Saales Wand. Und auf den Tod getroffen der Spielmann niedersank, nie sagten holde Frauen ihm für sein Spiel mehr Dank. Helfrich zugleich der Starke den kühnen Dankwart schlug, Herrn Geiselher und Gunthern wand Leides es genug, als sie von fern es sahen in dieses Kampfes Not, doch konnten sie nicht rächen des treuen Freundes Tod. Auch Wolfhart schritt derweilen im Saale hin und her, Burgunderrecken schlagend mit scharfen Schwert und Speer. Schon dreimal war gewandelt der Grimme durch den Saal, von seinen Händen fielen da Helden jedes Mal. Herr Geiselher der König rief drob den Marschall an: O wehe, dass ich jemals so grimmen Feind gewann! Herr Ritter, kühn und edel, nun wendet euch hierher, ich will es enden helfen, nicht länger trag ich's mehr. Zum jungen König kehrte sich Wolfhart da im Streit. Es schlug der Helden jeder gar manche Wunde weit. Mit solcher Wucht der Berner auf den Burgunden drang, dass übers Haupt das Blut ihm vom nassen Estrich sprang. Doch half dem kühnen Wolfhart nicht seines Leibes Kraft, nie war ein junger König so kühn und heldenhaft, als Geiselher der Flinke, der durch die Brünne gut, Herrn Wolfhart schlug das Stromweiß, herniederschoss das Blut. Als seine Todeswunde der Berner Held empfand, ließ seinen Schild er fallen und schwang hoch in der Hand, mit letzter Kraft die Klinge, die war wohl scharf genug, dass sie durch Helm und Ringe dem jungen König schlug. Da sanken beide Degen, so jung und tugendreich, hernieder zu den Toten, als wie von einem Streich. Die allerletzten waren's im blutgetränkten Saal, von König Gunthers Mannen und Dietrichs zumal. Denn tot lag auch Herr Helfrich von Hagens starker Hand, jetzt stand nur der noch aufrecht und Meister Hildebrand. Da schritt der alte Meister zum wunden Wolfhart hin und schloss in seine Arme den Recken stark und kühn. Forttragen wollt der Alte den Jungen aus dem Haus, doch war zu schwer der Jüngling, er bracht ihn nicht hinaus. Matt blickte aus dem Blute der Sterbende ihn an, wohl sah er, was sein Oheim ihm gerne hätt getan, und sprach mit schwacher Stimme: Oheim, viel teurer mein, ihr könnt zu dieser Stunde mir nichts mehr nütze sein. Doch wer von meinen Freunden ob meines Falles klagt, dem sei von euch zum Troste mein letztes Wort gesagt. Sie brauchen nichts zu weinen, das tue nimmer Not. Von eines Königs Händen fand ich den Helden tot. Auch hab ich's gut vergolten, eh ich ward todeswund. Von meinem Schwerte sanken wohl 100 aus Burgund. Doch hütet euch vor Hagen, das deucht mir wahrlich gut. Er schaut zu euch herüber in grimmen Streitesmut. Herr Hagen stand bei Volker, den Starken sah er tot. Da ging wie 1000 Schwerter durchs Herz ihm wilde Not. Und ungestümen Zornen auf Meister Hildebrand, der Herr Gesellenkühnster, er fiel von deiner Hand, rief er in grimmen Zorne: Du zahlst mir dieses Leid, dass du der Freunde Beste genommen mir im Streit. Er sprang auf Hildebranden, das sausend man vernahm, Balmung die scharfe Klinge, die er da einstens nahm, als er im Odenwalde den starken Siegfried schlug. Da wehrte sich der Meister, er war wohl kühn genug. Der starke Oheim Wolfharts ein breites Waffen schwang, das oft schon Helm und Brünne von hartem Stahl durchdrang. Doch konnt er nicht verwunden den Recken von Burgund, ihn aber schlug der Tronjer mit Siegfrieds Schwerte wund.
Als seine tiefe Wunde Herrn Hildebrands empfand, da fürchtete des Schadens noch mehr von Hagens Hand. Der alte Waffenmeister, Herrn Dietrichs letzter Mann, mit umgeworfenen Schilde gar eilig er entrann. Lebendig man nun niemand von all den Degen da, als nur die zwei Herr Hagen und König Gunther sah. Mit Wunden floh der dritte, der alte Hildebrand, zum Hause, wo den König Herrn Dieterich er fand. Es saß in düstrem Schweigen im Saal der starke Mann, doch mehr noch herbes Leides der Trauernde gewann. Er schaute Hildebranden die Brünne blutig rot, da fragte er den Helden, wie Sorge ihm gebot. Nun kündet mir, o Meister, woher seid ihr so nass? Von roten Lebensblute, sagt an, wer tat wohl das? Ich glaube fast, die Gäste bestrittet ihr im Saal. Warum ließt ihr's nicht bleiben, wie ich es doch befahl? Und froh, sagt ihm der Meister, Herr Hagen hat's getan, der fiel mit seinem Schwerte mich unversehens an, als ich schon von dem Recken zu wenden mich begann, kaum dass ich mit dem Leben dem Walland noch entrann. Da rief Dietrich von Berne, ganz recht ist euch geschehen, ihr hörtet doch mich Freundschaft den Recken zugestehen und brachtet nun den Frieden, den ich den Gästen bot. Wär's mir nicht ewig Schande, ihr büßet mit dem Tod. O zürnet, König Dietrich, mir doch nicht allzu sehr, mir und den Freunden wurde der Jammer gar zu schwer. Wir wollten Rüdigeren vortragen nur zur Stund, das wollten uns nicht gönnen, die Degen von Burgund. O weh mir, rief Herr Dietrich, so ist er also tot? Das ist der herbste Jammer in meiner schwere Not. Frau Gotelind, die Edle, ist meiner Base Kind, o weh der armen Waisen, die zu Bechlaren sind. Herr Hildebrand auf eines, noch gebet mir Bescheid, wer ist's, der Rüdigeren erschlagen hat im Streit? Der Meister sprach, im Kampfe, er schlug ihn gere Not, doch er auch fand hinwieder durch Rüdiger den Tod. So kündet, rief der König, den meinen alles an, sie mögen schnell sich waffen, dann schreiten wir hinan, und lasset gleich mir bringen mein lichtes Streitgewand, ich selber will nun fragen die aus Burgundenland. Da sprach der Alte traurig, sagt, wer soll mit euch gehen? Die noch am Leben blieben, die seht ihr vor euch stehen. Ich bin es, ich alleine, die anderen sind tot. Dietrich schrick jäh zusammen, es schuf ihm solche Not, dass er auf Erden nimmer so großes Leid gewann. Er sprach, und ist gefallen mein ganzer Heeresbann. Dann zürnt dem König Dietrich, der einst so stark und hehr, der Himmelskönig droben, in seinen Grimme schwer. O kündet mir, wie konnte das Schreckliche geschehen, dass alle fielen, die Helden ausersehen, von diesen müden Gästen, geschwächt durch Kampf und Tod. Mein Unstern war's alleine, der schuf die herbe Not. Wenn nun das Unheil wollte, dass so es sollte sein, so sprecht, wer blieb am Leben, der Degen von dem Rhein. Da wurd ihm diese Antwort, wollt ihr es wissen, wer? Herr Hagen und Herr Gunther, und sonst nicht einer mehr. So, jetzt wieder eine kleine Zusammenfassung. Was ist passiert? Also nachdem Rüdiger gestorben ist, wurde es sehr ruhig im Saal. Man hat nichts mehr gehört, was da drin passiert. Worauf Krimet auf die Idee kam, dass Rüdiger sie möglicherweise verraten hat und er ein Abkommen mit den Burgunden getroffen hätte. Volker natürlich klärt auf mit seiner spitzen Zunge und sie zeigen sogar den toten Leichnam als Beweis den allen Anwesenden, allen Heunen, Etzel, Krimet, alle, die da waren. Alle beginnen zu klagen und zu weinen, was wiederum einer von den Amelungen mitbekommt, also einer von Dietrich von Berners Lehen. Das war der Helferich,
der geht daraufhin zu Dietrich und gibt Kunde, ey, da ist irgendwas passiert. Wolfhart bietet sich an. Herr Dietrich, ich gehe da mal hin und frage mal nach. Dietrich von Berne sagt aber, nee, lass mal, du machst nur Ärger. Der Wolfhart ist ein sehr temperamentvoller Mensch. Also schickt er den Helfrich nochmal hin. Er solle doch bitte bei Etzel oder bei Gunther selbst erkunden, was passiert ist. Das wiederum wird gemacht. Helfrich kommt zurück und erklärt, Rüdiger ist tot. Worauf der Schock erstmal durch die ganzen Leute durchgeht, weil Rüdiger war natürlich einer von ihnen, also ein Freund, ja, ein tiefer Freund. Er wird ja nicht umsonst Vater der Tugenden genannt. Und Hildebrand sagt, ich gehe los. Ich überprüfe das, ich frage persönlich nach bei den Burgunden, ob das wirklich der Fall ist. Worauf Wolfhart dann sieht, ey, wieso gehst du denn ohne Waffen hin? Geh doch, wenn du machst dich nur lächerlich, bewaffne dich wenigstens. Das macht auch Hildebrand, kommt zurück, nachdem er sich angezogen hat und sieht, dass die ganze Bande, also alle Leute von Dietrich, die mitgekommen sind in Etzels Land, sind alle bewaffnet und gehen mit. Ja? Hildebrand will das eigentlich nicht, aber wie soll er die jetzt aufhalten? Die wollen auch alle wissen, was mit Rüdiger passiert ist. Sie kommen also hin und Hildebrand fragt nach. Hagen sagt sogleich, ja, es ist passiert. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber Rüdiger ist tot. Worauf die Berner den Leichnam von Rüdiger verlangen, schon verlangen kann man schon sagen, damit sie ihn beerdigen können. Weil, wie gesagt, er ist ein Freund von ihnen. Ja, so. Gunther wiederum sagt, hey, das finde ich total super, ne? Es ist nichts Besseres, was der Freund eines Freundes, ne, seinen letzten Dienst erweist, ja. Und tut so ein bisschen loben, was wahrscheinlich wie Zeitschinden wirkte, worauf Wolfhart sehr misstrauisch wurde, beziehungsweise ungeduldig und gleich sofort mit Anschuldigungen und provokant dann sagt, ey, ihr seid schuld, dass er gestorben ist, jetzt hört auf damit, wir warten schon lange genug, gebt uns den Körper von Rüdiger. Das wiederum gefällt Volker nicht, beziehungsweise Volker ist ja auch so einer, der gerne stichelt und der nochmal provoziert und gerade den Wolfhart ja, ein bisschen auf die Schippe nimmt und sagt, nein, ihr kriegt den, wir geben ihn nicht raus, holt ihn euch. Denn nur so ist der wahre Dienst eines Freundes wirklich gemacht worden. Der Dienst ist dann wirklich vollständig. Das wiederum geht dann so hin und her. Naja, auf jeden Fall provoziert Volker mit seinen letzten, was er sagt, dann halt die ganzen Berner komplett und alle rennen los. Zahlenmäßig, wie das hier aufgeteilt ist, wird hier nicht ganz beschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass die relativ gleich sind, dass der jetzt von zahlenmäßig gleich sind. Also geht's los, der Kampf. Und dann passiert so ein bisschen viel, wer tötet wen. Also, Siegestab, der Schwestersohn von Dietrich, der kämpft sich durch die Burgunden durch. Volker sieht das, findet es nicht gut und Volker tötet ihn. Daraufhin tötet Hildebrand Volker. Ja, soweit so gut. So. Gleichzeitig der Helfrich tötet Dankwart, den Bruder von Hagen. Und Hagen wiederum tötet daraufhin Helfrich. Wolfhart, der zieht so mehr oder weniger dreimal durch den Saal durch und tötet jedes Mal mit seinem Speer und mit seinem Schwert die Burgundener Helden mehr oder weniger. Worauf Geiselher das nicht mehr sehen kann und Geiselher ihn zu einem direkten Duell herausfordert, wodurch Geiselher Wolfhart tödlich verwundet, aber mit letzter Kraft Wolfhart auch Dankwart so stark trifft, dass er niedersinkt. Also beide sozusagen ein 1:1 Tod. Ja? Dann ist am Ende also nur noch übrig König Gunther, Hagen und Hildebrand. Hildebrand sitzt bei seinen Neffen sozusagen, ja, das ist ja sein Neffe, bei Wolfhart und hält ihn noch und will ihn noch wegbringen, aber er ist zu schwer und er hat keine Kraft mehr. Und Hagen steht parallel bei Volker, sein besten Freund,
Und bei ihm gehen so ein bisschen die Sicherungen durch und er greift, ohne groß viel zu denken, sofort Hildebrand an. Hildebrand ist natürlich auch der Waffenmeister, ist also im Prinzip Waffenmeister gegen Waffenmeister und schafft es zwar, sich zu wehren, aber nicht in der Fall, dass er ihn besiegen könnte, also rennt er weg. Hildebrand als einziger Überlebender geht zurück zu Dietrich, gibt Kunde, was passiert ist und Dietrich versteht dann erstmal, was überhaupt alles passiert ist. Und dann, ja, wird einem dann klar, okay, auf der einen Seite ist jetzt nur noch Dietrich und Hildebrand und auf der anderen Seite ist nur noch Gunther und Hagen. Also im Prinzip König und sein Waffenmeister gegen König und sein Waffenmeister. Und so endet dann halt dieses Abenteuer. Ich habe das Ende tatsächlich noch nicht komplett gelesen. Ich möchte das mit euch wirklich erfahren, ja, wie das hier ausgeht. Auch wenn ich schon den Ausgang weiß, aber im Detail weiß ich es noch nicht. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Korrekt, lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.